Wenn du auch planst, 2024 auszuwandern und noch nicht genau weißt, wo es hingehen soll, dann musst du dich nun sputen, denn bald steht ja der Jahreswechsel bevor. Wobei, ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob du zum Jahreswechsel umziehst oder erst im Februar, März, April, Mai, spielt eigentlich keine Rolle. Du musst halt dann in deinem Herkunftsland nochmal eine Steuererklärung abgeben, aber deine unbeschränkte Steuerpflicht endet trotzdem an dem Tag, wo du Deutschland oder dein Herkunftsland verlässt und ins Ausland umziehst. Es gibt ja viele Länder, in die du umziehen kannst, in denen es Steuervorteile gibt. Heute möchte ich dir meine persönlichen Top 10 vorstellen. Natürlich, das ist keine objektive Liste. Es sind ja auch meine persönlichen Empfehlungen und ich werde diese Empfehlungen jetzt gleich begründen. Jeder hat vielleicht dort seine eigene Meinung, andere Berater haben andere Meinungen. Aber jetzt hör dir mal an, was ich zu sagen habe und dann kannst du ja selbst entscheiden, was für dich am meisten in Frage kommt. So, ich habe die jetzt auch gerankt. Wir fangen also bei Nummer 10 an. Nummer 10 sind die Vereinigten Arabischen Emirate, vor allen Dingen also Dubai, ist natürlich höchst interessant. Der Lifestyle ist natürlich unglaublich und hervorragend und in wenigen anderen Metropolen, die steuergünstig sind, so zu finden, wie vor allen Dingen in Dubai. Nun waren ja die VAE hier eigentlich in den letzten Monaten eher so in den negativen News, weil sie eben diese Körperschaftssteuer eingeführt haben. Aber eben die Einkommensteuer ist ja nach wie vor 0%. Wenn du also aus dem Ausland zum Beispiel Provisionen erhältst oder Kapitalerträge hast, dann sind natürlich die Emirate nach wie vor fantastisch für dich geeignet und bieten dir eine sehr hohe Lebensqualität zu fantastischen Konditionen an. Wir haben erst ja vor kurzem ein Video gesprochen, dass auch der Real Estate dort jetzt wieder in Anführungszeichen erschwinglich ist, zwar immer noch ziemlich teuer ist, aber aufgrund der hohen Nachfrage eben dennoch eine gute Investition sein kann. Nummer 10, die Vereinigten Arabischen Emirate. Platz 9 auf meiner Liste ist Bulgarien. Bulgarien hat den großen Vorteil, dass es insbesondere für Freiberufler, für Freelancer wie Softwareentwickler und so weiter ein sehr attraktives Land ist. In Bulgarien gibt es nämlich ein Freelancer-Scheme, wo du im Grunde genommen 25% deines Umsatzes als Betriebsausgaben absetzen kannst und auf den Rest dann letztlich 10% Steuern bezahlst, wohlgemerkt auf den Umsatz. Mal angenommen, du hast also ein Einkommen von 100.000 Euro, dann setzt du 25.000 ab, dann sind wir bei 75.000 Euro, darauf zahlst du dann 10% Steuern, insgesamt also 7,5%. Du musst aber kein Unternehmen gründen, keine Firma gründen. Es gibt keine Steuern auf Dividenden oder sonst irgendwas, wie wir es ja zum Beispiel in Rumänien kennen, die jetzt ja gerade eben erst die Steuern erhöht haben. Ja? Das heißt, 7,5% ist ganz genial für Freelancer. Tolles Wetter, schönes Land, günstige Lebenshaltungskosten, kann man also für viele von euch definitiv empfehlen. Nummer 9 auf meiner Top 10 Liste ist Bulgarien. Wir kommen zu Platz 8. Hier sehe ich die Philippinen. Die Philippinen haben ein sehr attraktives Steuersystem. Im Grunde genommen sind für Ausländer alle Auslandserträge komplett steuerfrei. Ein weiterer Vorteil der Philippinen ist, dass du hier mit einem Touristenvisum bis zu 3 Jahre bleiben kannst. Du musst es zwar dann intern mehrmals verlängern, es ist aber sehr einfach, dort letztlich einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Es ist ein großes Land, es gibt traumhaft schöne Gegenden, natürlich auch Probleme, keine Frage. Aber für jemanden, der eine Basis sucht in Asien, sind die Philippinen aus meiner Sicht ideal. Nummer 8 also, wie gesagt, die Philippinen. Wir kommen zu Nummer 7, auch ein asiatisches Land. Und hier haben wir Malaysia. Malaysia ist ja bekannt durch seine hohe Lebensqualität, durch den hohen Lebensstandard, gute Infrastruktur. Wir denken nur mal an die Supermetropole Kuala Lumpur. Malaysia hat ein Steuersystem, wo mindestens noch bis 2026 alle Auslandseinkünfte steuerfrei sind für Ausländer, ist also sehr attraktiv. Insbesondere, wenn du jetzt vielleicht mit einem Land wie den Philippinen deine Probleme hast, weil es vielleicht ein bisschen rückständig ist, sage ich mal so.
Dieses Problem hast du in Malaysia nicht. Tatsächlich auch ein traumhaft schönes Land, wo man hervorragend Urlaub machen kann, um das Ganze mal kennenzulernen. So, wir kommen nun zu Nummer 6. Hier sehe ich Irland. Natürlich vom Wetter her genau das Gegenteil wie Malaysia und die Philippinen. Es regnet, aber der Regen ist nicht warm und tropisch, sondern kalt und es regnet jeden Tag. Aber Irland hat natürlich Vorteile. Zum einen gibt es den Non-Dom-Status. Anders als in anderen Ländern ist der Non-Dom-Status in Irland nicht zeitlich beschränkt. Das heißt, du kannst ihn unbegrenzt in Anspruch nehmen. Dann gibt es noch andere Vorteile, die jetzt nicht nur steuerlicher Natur sind. Also zunächst mal ist natürlich die Reputation von Irland als Standort sehr gut. Du hast die großen Tech-Firmen dort, Google, Microsoft, alles Mögliche. Aber du hast natürlich auch andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass Homeschooling erlaubt ist. Für viele unserer Mandanten ist das ein wichtiger Punkt. Die wollen gerne homeschoolen, die wollen ihre Kinder nicht auf die staatliche Schule schicken. Und daher Irland also ein durchaus interessantes Land. Ganz abgesehen davon, dass es eine fantastische, dramatische Natur hat. Du hast hier diese zum Beispiel großen Klippen und dann natürlich unendlich grüne Weiten. Und das ganze Land ist recht kompakt und hat mit Dublin eigentlich noch eine Metropole und einen sehr guten Flughafen, die man von überall aus eigentlich ziemlich gut erreichen kann. Platz 6 also an Irland. Nummer 5 geht an Malta. Genau das Gegenteil wie Irland. Ist im Süden, ist winzig klein, ist sehr eng, laut, vielleicht ein bisschen dreckig manchmal, aber auch hier hervorragendes steuerliches System. Du hast eben nicht nur den Non-Dom-Status, der unbeschränkt gültig ist, alle Auslandseinnahmen sind steuerfrei. Du hast auch eine hervorragende, günstige Körperschaftssteuer, nur 5%, und zahlst also somit letztlich 5% auf dein Gesamteinkommen, wenn du eine maltesische Firma in Malta betreibst. 95% sind steuerfrei. Wetter natürlich auch hervorragend, ziemlich gut angeschlossen und auch nicht so weit weg jetzt letztlich von den anderen europäischen Ländern. Und es ist im Schengen-Raum. Das heißt, du hast nicht mal Passkontrollen, wenn du dort ankommst aus einem anderen Schengen-Land. Platz 5 geht also an Malta. Jetzt kommen wir zu Nummer 4. Bei Nummer 4 sehe ich Australien. Australien ist dieses Jahr das beliebteste Land für wohlhabende Personen, die ins Ausland ziehen, weltweit. Welche Gründe sprechen dafür? Ist ein Riesenland, sehr viel Platz, tolles Wetter. Du hast sehr gute gesundheitliche Versorgung, ein sehr gutes Schulsystem. Und es ist alles eigentlich sehr europäisch. Steuerlich gesehen hochattraktiv. Es gibt keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. Und solange du dort mit einem temporären Visum bist, also ich sag mal so, die ersten 5 bis 6 Jahre, zahlst du auf deine Auslandseinkünfte keine Steuern. Das heißt, du kannst dich im Grunde so arrangieren, dass du hier dich vorbereitest, in diesen 5 bis 6 Jahren dann zum Beispiel auf eine Nachfolgeregelung oder dein Unternehmen dann zu übertragen auf Kinder und Enkel. Man muss ja auch immer noch berücksichtigen, möglicherweise gibt es noch Schenkung und Erbschaftssteuer in dem Land, wo du herkommst. Also das heißt, hier bietet Australien hervorragende Optionen. Platz 3 meiner Top-10-Liste der attraktivsten Auswanderungsländern aus steuerlicher Sicht geht an Südafrika. Südafrika auch ein traumhaft schönes Land, tolles Wetter, sehr gut für die europäische Zeitzone, wenn du hier arbeiten musst. Es gibt kaum Zeitverschiebung. Natürlich, da gibt es gewisse Probleme in Südafrika, wissen wir alle, Gewalt oder auch in der Infrastruktur hakt es momentan. Wir alle haben von den Stromausfällen gehört. Dennoch gibt es Gegenden in Südafrika, Kapstadt, Stellenbosch zum Beispiel, die mit zu den schönsten, würde ich sagen, Gegenden der Welt gehören. Schöner kann man es fast nicht haben. Und die Lebensqualität kann auch dort sehr hoch sein. Steuerlich gesehen sehr attraktiv. Du hast letztlich die Möglichkeit, keine Steuern zu bezahlen in Südafrika unter der Annahme, dass du noch einen weiteren Wohnsitz im Ausland hast. Dieser sollte dann in einem steuergünstigen Land sein, wie zum Beispiel Irland oder Malta. Auch visumstechnisch recht einfach, vor allen Dingen, wenn du schon ein bisschen älter bist. Das Seniorenvisum gibt es ab 50 Jahren und man kann da wirklich ein fantastisches Leben dann führen.
Nummer 2 auf meiner Top 10 ist Italien. Warum Italien? Italien hat in den letzten Jahren ein fantastisches Programm entwickelt an steuerlichen Vergünstigungen für alle möglichen Personen, die aus dem Ausland nach Italien ziehen. Es gibt zum Beispiel für Freiberufler die Möglichkeit, von Italien aus zu arbeiten und nur auf 30% ihrer Einkünfte Steuern zahlen zu müssen. Wenn du nach Süditalien zielst, sogar nur auf 10%. Ja? Also, du verdienst 100.000, musst aber nur auf 10.000 Steuern und Sozialabgaben bezahlen. Fantastisches Programm. Oder auch Pensionäre sind hier natürlich auch gut bedacht. Du kannst nach Italien umziehen und zahlst 7% Steuern auf deine gesamten Auslandseinkünfte, egal was es ist, Kapitalerträge, ausländische Renten und Pensionen. Natürlich, du wirst auf die staatliche Rente immer dort Steuern bezahlen müssen, wo du herkommst, also zum Beispiel bei deutschen Renten in Deutschland. Aber jetzt private oder betriebliche Altersvorsorge kannst du mit 7% versteuern. Und dann gibt es auch noch das Programm hier der Pauschalbesteuerung, ähnlich wie in der Schweiz. Aber während es ja in der Schweiz doch sehr kompliziert ist, ist in Italien sehr einfach. Du zahlst 100.000 im Jahr und damit ist alles abgegolten. Also ein hervorragendes Programm. Und wir haben jetzt ja gerade gesehen, die italienische Regierung hat die Steuern weiter gesenkt. Wer kann sich nicht vorstellen, in Italien zu leben? Seit Goethe ist Italien das Lieblingsland der Deutschen. Platz 2 also geht hier an Italien. So, jetzt die große Frage, wer nimmt hier Platz 1 in meiner Liste ein? Viele werden es schon ahnen, du hast recht, es ist Spanien. Spanien hat mit dem Beckham Law ein Programm, das höchst flexibel ist, das ein großer Personenkreis nutzen kann, der Erträge aus dem Ausland hat. 5 bis 6 Jahre sind deine gesamten Einkünfte aus dem Ausland steuerfrei. Die spanische Regierung ist hier extrem kundenfreundlich, die möchte solche Leute anziehen, die lässt solche Leute dann auch in Ruhe, die drangsaliert die nicht, du musst da extrem wenig einreichen. Es gibt vielerlei Verschonungen, zum Beispiel bei der Vermögensteuer zahlst du diese nur auf spanisches Vermögen. Du musst sehr wenig oder praktisch gar nichts über deine Auslandseinkünfte den Spaniern in der Steuererklärung erklären. Also Spanien, das Traumland Nummer 1 der Deutschen. Wer kann sich nicht vorstellen, unter diesen Bedingungen in Mallorca zu leben? Was sagst du zu meiner Liste der Top 10 Destinations zum Auswandern 2024? Stimmst du mir zu, stimmst du mir nicht zu? Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Ich freue mich auf deine Meinung in den Kommentaren. Ich schaue mir die Kommentare alle an und mein Team und ich beantworten sie auch gerne. Lass mich wissen, was du dazu denkst. Wenn auch du 2024 gerne ins Ausland umziehen möchtest und hier noch viele steuerliche oder rechtliche Fragen hast oder noch gar nicht weißt, wohin es gehen soll, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Unternehmern, Freiberuflern, Investoren von Deutschland und anderen Ländern ins steuergünstige Ausland umzuziehen. Wir haben ein großes Netzwerk an Anwälten und Steuerberatern, die dich unter unserer Führung hier umfassend beraten können und dir bei allen Fragen zu deinem geplanten Umzug ins Ausland helfen können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.